Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um das sogenannte Barfen. Die Idee zu dieser Folge hatte Elaine Levy. Vielen Dank dafür. Was es zu beachten gibt und wo ihr entsprechende weiterführende Infos herbekommt, erfahrt ihr heute. Und zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Wenn euch etwas Bestimmtes interessiert, dann schreibt uns doch mal eine Mail oder einen Kommentar. Und um künftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Was ist Barf? Ursprünglich kommt diese Fütterungsform primär aus der Welt der Hundefütterung. Barf steht heutzutage als Akronym, also Abkürzung, für biologisches, artgerechtes rohes Futter. Bis vor 1993 verstand man darunter noch Bones and Raw Food, also Knochen und rohes Futter. Erst das Buch des australischen Tierarztes Ian Billinghurst prägte das Bild vom heute bekannten biologischen, artgerechten Rohfutter. Warum roh? Es gibt verschiedene Beweggründe für eine Rohfütterung. Im Rahmen einer Befragung für eine Diplomarbeit gaben Tierhalter unter anderem an, ihre Tiere gesünder ernähren zu wollen. Allergien und Magen- und Darmprobleme der pelzigen Lieblinge sollten mit dieser Ernährungsform begegnet werden. Erkrankungen der Nieren, Futtermittelunverträglichkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und die Regulation des Körpergewichts sollte ebenfalls mit Barf möglich sein. Zugrunde liegt neben den positiven Effekten, die dem Barfen zugeschrieben werden, auch das Misstrauen gegenüber der Zusammensetzung von industriellem Tierfutter. Hier wird häufig der hohe Getreide- und Kohlenhydratanteil genannt. Beim Barfen weiß man genau, was drin ist und tut dem Tier auch noch etwas Gutes. Soweit die Theorie. Wie funktioniert das in der Praxis? Rohfütterung, wenn man es richtig macht, ist eine der aufwendigsten Ernährungsformen, die man sich für seine Fellnasen aussuchen kann. Die größte Herausforderung ist, die optimale Nährstoffzusammensetzung der Rohfütterungsmahlzeit zu gewährleisten. Und das ganz ohne Lebensmittellabor wie bei den Futtermittelherstellern. Also muss penibel gerechnet und gewogen werden, damit weder eine Unter- noch eine Überversorgung mit Vitaminen und Spurenelementen erfolgt. Beides ist nämlich gefährlich. Besonders kritisch ist die Versorgung mit Calcium, Kupfer, Zink, Jod, Vitamin A und D. Damit dies in der Praxis nicht passiert, gibt es entsprechende Rezepte, zum Beispiel unter savannahcat.de. Danke für die Quelle, Elaine Levy. Aber auch Barf-Futterrechner gibt es im Netz, sowohl als kostenlose Angebote als auch als kostenpflichtige Variante. Allerdings ergab die Untersuchung von 200 Rohfütterungsrezepten für erwachsene Hunde in über 90% der Fälle das Fehlen von mindestens einem essentiellen Nährstoff in ausreichender Menge. Also schön aufpassen bei der Rezeptauswahl und immer schön nachrechnen. Gibt es Gefahren? Nicht nur Über- bzw. Unterversorgung mit Nährstoffen kann in der Praxis relativ einfach geschehen, denn auch für Tierärzte ist es schwierig, entsprechende Mängel frühzeitig in Blutuntersuchungen festzustellen. Calciummangel führt im ersten Moment zu einer verstärkten Mobilisierung des eigenen Knochenkalziums und ist erst, wenn es zu spät ist, feststellbar. Zu viel Eiweiß in der Barfration führt zu unverdautem Eiweiß im Dickdarm. Der Abbau durch Mikroorganismen im Dickdarm führt zur Bildung von Ammoniak und Aminen und kann besonders für ältere Tiere mit vorgeschädigten Nieren lebensgefährlich sein. Sofern Innereien verfüttert werden, können an Schlundteilen Schilddrüsenreste verbleiben, die wiederum zu Schilddrüsenüberfunktionen führen können. Weitere Gefahren gehen vom rohen Futtermittel selbst aus, also dem rohen Fleisch. Rohes Fleisch und alle mit ihm in Kontakt kommenden Gegenstände können Zoonosen wie Salmonelleninfektionen, Escherichia coli-Infektionen, Bakterienrohr und Campylobacter enteritis begünstigen. Da es in der Praxis so gut wie unmöglich ist, in den eigenen vier Wänden mit gängigen Desinfektionsmethoden diese Übertragungsgefahren auszuschließen, sind besonders ältere Menschen, Kinder, Schwangere und Personen mit Immunschwäche durch einen entsprechenden Bakterienbefall gefährdet. Auch wenn man eine Desinfektion schafft. Die Salmonellenausscheidung ist mit 61% bei einem roh gefütterten Hund gegenüber 8% bei einem nicht roh gefütterten Hund ungleich höher. Für Katzen habe ich keine Werte gefunden. Ich gehe von vergleichbaren Zahlen aus. Was sagen Fachorganisationen dazu? Die amerikanischen und kanadischen veterinärmedizinischen Vereinigungen lehnen im Jahre 2006 aufgrund der Gesundheitsgefahren für das Tier eine Rohfleischfütterung ab. Die größte amerikanische Therapiehundeorganisation schließt Rohfleisch gefütterte Hunde von ihren Therapieprogrammen aus. Die Deutsche Bundestierärztekammer steht der Rohfleischfütterung ebenfalls kritisch gegenüber.
und sieht ebenfalls Gefahren der Falschversorgung des Tieres sowie Gefahren der Übertragung von krankheitsauslösenden Viren, Bakterien oder Parasiten auf die Tiere und den Menschen. Das Europäische Wissenschaftliche Fachgremium für parasitäre Erkrankungen bei Haustieren empfiehlt nachdrücklich, Rohfleisch vor der Verfütterung mindestens eine Woche bei -17 bis -20 Grad Celsius tiefgefroren zu halten, um enthaltene Parasiten abzutöten. Was sagt Fräulein Maja dazu? Fertige Futtermittel aus dem Handel müssen nicht schlecht sein und Barf nicht per se besser als gekaufte Tiernahrung. Wägt man Aufwand, Nutzen und Gefahren gegeneinander ab, so kommt man zu dem Schluss, dass ein hochwertiges Futter einen gewissen Preis hat. Ein billiges Nassfutter aus dem Supermarkt um die Ecke kann nicht mit einer sorgfältig auf das Lebensalter des Tieres, eventuelle Vorerkrankungen berücksichtigenden BARF-Rezept mithalten. Andererseits kann ich den Nährstoffgehalt und etwaige Belastungen des Fleisches in meinem BARF-Menü nicht ausschließen, da ich kein Lebensmitteltechniker bin und kein Labor habe. Wir tendieren eher zu Variante 3. Den Empfehlungen für hochwertiges Futter aus unserem Lieblingsblog Katzen-Erfahrungen kommen bei uns hochwertige Futtersorten mit hohem Fleischanteil, garantiert sicher und ohne Salmonellen und mit wenig Getreide bzw. Kohlenhydrate auf den Tisch. Die Fleischbrocken sorgen für Kauspaß und die Nährstoffzusammensetzung ist optimal. Mangelernährung wird damit vorgebeugt. Und wenn es um knusprige Laster geht, wird das ungesündeste geknuspert, was der Supermarkt hergibt. Denn die Traumtaschen sind und bleiben eben nur ein Leckerli. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr diskutiert kontrovers mit. Kennt ihr noch weitere Tipps und Ernährungsformen oder habt ihr eine ganz eigene Meinung? Postet es doch mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja die Kastanie bzw. Rosskastanie. Ihr habt die Lösung souverän herausbekommen. Das nächste Rätsel bekommt ihr ebenfalls heraus. Es wächst im Winter auf dem Dach. Fällt es herunter, macht es Krach. Wie die Sonne richtig scheint, es sich schnell zu Tode weint. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.